Teil 3 unserer Motorradreise durch die Türkei wird es richtig abenteuerlich. Wir durchqueren den nicht ganz ungefährlichen Dark Canyon in Ostanatolien. Im letzten Teil dieser kleinen Filmreihe fuhren wir von Edirne ganz im Westen der Türkei, die wunderbare türkische Schwarzmeerküste im asiatischen Teil des Landes, immer weiter gen Osten und passierten so wunderbare Städte wie Amasra, Sinop und Amasya. Wenn ich einen für mich absolut faszinierenden Ort auf der Welt in Dokumentationen und Filmen sehe und darüber lese, diese Orte mich nicht mehr loslassen, mich beschäftigen, dann möchte ich da unbedingt noch in diesem Leben genau dorthin. Ich versuche das dann gern mit einer größeren Reise zu verbinden. Auf dieser Reise ist das für mich der Karanlik Canyon, der dunkle Canyon in Ostanatolien, nahe der Kleinstadt Kemaliyeh. Auslöser war ein Video der berühmten Motorradreisenden Nurali Rebecca Schumacher, besser bekannt als Itchy Boots, die damals auf ihrer aktuellen Motorradreise nach Japan durch den Dark Canyon kam. Natürlich spielt hier auch der uralte und geschichtsträchtige Fluss Euphrat eine Rolle, an dessen Ufer ich schon immer mal stehen wollte. Monk has left the building. Und jetzt geht's los zur Schlucht. Bin gespannt. Und nun bin ich hier und starte an diesem Morgen die Durchquerung der grob aus dem Felsen gehauenen Tunnel oberhalb dieses Flusses, der hier noch einer der beiden Quellflüsse des Euphrat ist und Karasu heißt. Auf geht's in den Canyon. Ich bin gespannt. Wow. Das ist der erste. Soweit so gut. Das war's mit Asphalt. Oh, ich glaube, das hätte Alina nicht gefallen. Ganz und gar nicht. Hier rutscht man nämlich sehr schön weg. Denn es ist hier steiler, als die Kamera es zeigt. Na dann, lass das Abenteuer beginnen, das kleine. Vielleicht letzte. Ich möchte ja in diesem Leben irgendwann im Himalaya auf einer dieser extrem gefährlichen Straßen mit diesen tiefen Abgründen fahren. Das hier ist ein Schnupperkurs, um eine Ahnung davon zu bekommen. Auch wenn es hier nicht so tief runter geht, Fahrfehler verzeihen auch hier die imposanten Abgründe nicht. Paul Tares wird hier natürlich mit seiner Tenere durchheizen, was sonst. Aber das können nur 1% der richtig guten Motorradfahrer. Ich gehöre nicht dazu. Sehr cool. Wie sagen die Vlogger immer? Amazing! Dass ich das erleben darf. Stunning View. Ja, das stimmt ja auch alles. Ian Flanders, den hatten wir schon im Ort gesehen. Das war ein Bassjumper und Schauspieler aus den USA. Er ist hier wohl oft gesprungen.
Aber von hier oben in die Schlucht mit Fallschirm hüpfen, krasse Nummer. Jeder Tunnel hat hier einen Namen, ob der auf die am Bau beteiligten Menschen hinweist. Dieser hier heißt Hassan Basri Aktan Tüneli. Wer war dieser Mann? Weiß es jemand? Was ich über die Steinstraße von Kemaliyeh, die Erbauer dieser Tunnelstraße, weiß? Die Bauarbeiten begannen im Jahr 1870 und wurden erst im Jahr 2002 abgeschlossen. Die Straße wurde von der lokalen Bevölkerung in mühevoller Handarbeit errichtet. Sie schlugen die zahlreichen Tunnel Meter für Meter mit einfachen Werkzeugen aus dem harten Fels des Canyons. Es gibt ja auch ein Denkmal für die vielen Menschen, die beim Bau ihr Leben verloren. Die unbefestigte Tunnelschotterpiste ist knapp 10 Kilometer lang und verbindet das Dorf Divrici mit der Stadt Kemaliyeh. Biegen Sie nach links ab, rechts wäre endgültig. Wow, wow, wow. Genauso habe ich es mir erträumt. Auf der Fahrt hierher. Mit einem Wohnmobil würde ich hier nicht durchfahren. Es gibt Stellen, die sind maximal 2 Meter hoch und breit. Ein Pickup mit flacher Kabine könnte das gerade noch so schaffen. Es gibt hier meines Wissens nur eine Stelle mit traumhaftem Blick den Fluss runter nach Süden. Ein idealer Startplatz für meine Videohummel und ich habe ihn gefunden. Da draußen im Canyon ist es jetzt richtig windig geworden. Viel schlimmer ist aber der Umstand, dass der Akku der kleinen Drohne fast leer ist und sie sich etwa 400 Meter südlich im Canyon befindet. Eine automatische Rückkehr wage ich nicht bei all den Felsvorsprüngen und Tunnellöchern um mich herum. Wenn jetzt die Videoverbindung zusammenbricht, dann verliere ich die Drohne und diese Aufnahmen hier. Ein gerüttelt Maß an Verlustpanik macht sich breit. Okay, dann gehe ich mal das Fluggerät suchen. Ich habe sie, jetzt nur noch auf Sicht mein Tunnelloch ansteuern. Geschafft. Diese Tunnel erinnern mich an Days Gone, ein verdammt gutes Motorrad-Road-Movie-Playstation-Spiel in einer dystopischen Welt. Dort verstecken sich riesige Zombie-Horden in Tunneln und Höhlen. Moment mal, das muss er sein, der komplett dunkle Tunnel, ganz ohne Lichtdurchbrüche. Ich mach mal das Licht aus. Tatsächlich, zappenduster hier. Das ist ja nochmal gut gegangen. Nichts wie weg hier.
Hier gibt es ziemlich viele Tunnelwanddurchbrüche zum Fluss hinunter für natürliche Beleuchtung und einige Nebenstollen. Tagsüber sicher kein Problem, man erkennt die Abzweige in den Abgrund leicht. Aber nachts stelle ich mir das etwas problematischer vor, denn es gibt hier natürlich keine Beleuchtung. Ein 50 Meter Sprungbrett in den Abgrund für Motorradfahrer. Das lasse ich mal lieber. Meinetwegen kann das noch ein paar Stunden so weitergehen. Mir gefällt es hier. Bisher ist mir auch noch niemand begegnet. Das für meine Verhältnisse frühe Aufstehen hat sich dann wohl gelohnt. Denn so einsam wird es nicht bleiben. Das ist auch der Grund, warum ich momentan kaum anhalte. Mit ein bisschen Fantasie sehe ich die Arbeiter vor 100 Jahren direkt vor mir. Бретли ди врада. Jetzt könnte aber mal ein Dönerstand kommen. Nein, Spaß. Ich bin froh, dass zumindest entlang der Tunnelstraße nichts kommerzialisiert ist. So darf es gern bleiben. Natur pur. Also wenn man mal von den künstlichen Abenteuertunneln absieht. Aber die machen einen höllischen Spaß. Eigentlich wollte ich die Tunnel zählen, aber irgendwie lenken mich diese fantastischen Ausblicke und diese wilde Tunnelstraße komplett davon ab. Es sollen wohl so um die 40 Tunnel sein. Was für eine Wahnsinnsarbeit die Dorfbewohner da geleistet haben, um ihr entlegenes Dorf oder Dörfer an den Rest der Welt anzuschließen. Hey, das ist dann wohl das nördliche Ende dieser unglaublich abenteuerlichen Steinstraße von Kemaliyeh. Ich habe ja noch weniger Aufkleber mit, aber hier lasse ich gern einen da. Ab diesem nördlichen Eingang bzw. dem letzten Tunnel wechselt die Steinstraße von Kemaliyeh auf gediegenen Asphalt. Die Straße entfernt sich sehr schnell vom Fluss. Ich beschließe daher, die gleiche Strecke zurückzufahren, nochmal die volle Tunnelpackung, weil es für mich so traumhaft schön war. Na dann mal zurück zu den Tunneln, obwohl es ja auch ganz nett ist. Da ist sie ja wieder, die nördliche Einfahrt durch die abenteuerlichsten Tunnel, die ich je gefahren bin. Und ich bin immer noch allein hier. Was für ein Traum. Die ersten Besucher tauchen auf. 4 junge Türken, die gerade das Echo der Schlucht antesten.
A few moments later. Wer sich fragt, warum ich nicht mit meiner BMW durch die Tunnel mit dem Monk cruise, na, manchmal unterscheiden sich unsere Reiseträume mit dem Motorrad einfach. Er ist glücklich damit, mir sahen da einige Abschnitte zu gefährlich aus und so viel Abenteuer brauche ich doch nicht. Ich erkunde derweil Kemaliyeh und möchte den Canyon dann gern von unten sehen, von einem Boot auf dem Euphrat aus. Die Arbeit hier ist schwer. Die vom Travel Monk am Schneidetisch auch. Er freut sich über ein Abo von dir. Da Alina auf noch keinem Boot in der Nähe der Brücke angeheuert hat, halte ich es für eine verdammt gute Idee, sie dorthin zu begleiten. Denn auch mich interessiert der Canyon aus der Frosch- bzw. Flussperspektive. Ein paar Fotostops sind aber noch drin. Ein Blick in den Abgrund ebenso. Holy moly, da geht es ganz schön ab. Auf der Rückfahrt habe ich meine 360-Grad-Kamera etwas anders montiert. Sie hängt jetzt etwa 50 cm vor dem Motorradscheinwerfer an einem Teleskopstab, den die Software ja unsichtbar macht. Mal schauen, wie das später beim Schneiden, also quasi jetzt, aussieht. Jetzt auf meiner Rückfahrt sieht man schon ab und an ein paar andere Tunneldurchquerer. Ich bin glücklich, dass ich die gesamte Tunnelstrecke heute früh für mich exklusiv hatte. Der frühe Reifen fängt den einsamen Tunnel oder so. Bevor ich die Reisetante im Hotel abhole und nach all den unzähligen Tunneln hier ein paar Lichtblicke auf den Quellfluss des Euphrats, called Karasu, und dem ihn umgebenden Karanlik Canyon, dem Dark Canyon. Uiuiui. Ich habe es geschafft. Sogar zweimal. Glücksgefühle machen sich breit. Aber mein schönes schwarzes Motorrad ist jetzt mehr was für Stormtroopers. Völlig weiß. Jetzt nur noch das Feinstliebchen im Hotel abholen und auf einem Canyonboot anheuern, das schon abgelegt hatte, aber uns noch mitnahm. He fell down to his knees with a tear in his eyes. He pleaded, he said, "Hey man, won't you give me some love? You know that's just the kind of thing that I'm in need of." Von hier unten sieht man erstmal so richtig, wie viel Meter es steil in die Tiefe geht, wenn man da oben an den schmalen Stellen seine Maschine oder sein Auto nicht im Griff hat. Just went on with their lives and he said, "Hey man, can't you see the damage that you're doing? And it's not just me." Einige Tunnellöcher, in denen ich vorhin noch mit dem Motorrad stand, sehen von hier unten noch spektakulärer aus. Ich bin froh, die kurze Bootstour mitgemacht zu haben. You've gone and fucked it up for everyone.
mag da oben vor dieser Felsspalte, durch die die Steinstraße führt, passiert sein. Ab da fängt der meines Erachtens gefährlichste und engste Abschnitt der Tunnelstraße an. Bitte diesen YouTube-Kanal abonnieren. Danke. Nach unserer kleinen Bootstour am Nachmittag wird mich der Monk noch ein Stück mit auf diese Tunnelstrecke nehmen, die ihn so fasziniert hat, damit ich es mit meinen eigenen Augen sehen kann. Und natürlich bin ich beeindruckt, aber ich bedauere meine Entscheidung ob der Wegeverhältnisse eigentlich nicht. Na, per Anhalter mit? Die machen hier dort tatsächlich Tunnelsafaris. Das verrät ja keiner, der Motorrad-Influencer. Wenn man schon mal eine Smartphone-Kamerafrau dabei hat, dann kann man auch mal in kurzen Hosen und mangelnder Schutzbekleidung an der gefährlichsten Stelle herumposen. Spaß haben die aber an ihrem XXL Defender. Das wird knapp, Jungs. Die Sonne geht gleich unter. Wenigstens hatte die Reisetante ein bisschen Tunnelstraßenfeeling. Jetzt noch lecker essen, was in unserem Hotel nicht möglich ist. Ist der Karanlik Canyon aka Dark Canyon gefährlich? Ein kleines Fazit. Es gibt ein paar Stellen im südlichen Teil des Canyons, wo die Steinstraße sehr schmal wird, vielleicht maximal 2 Meter breit ist. Hier kann man auch nicht mit dem Motorrad ein entgegenkommendes Auto umfahren. Der Platz ist einfach nicht da. Auch geht es an diesen Stellen fast senkrecht runter. Die Gefahr des Steinschlages zwischen den Tunneln ist auch gegeben. Knapp 3 Monate nach meiner Durchquerung wurde die Tunnelstraße am 16.01.2026 nach einem Steinschlag vorsorglich gesperrt. Zu Unfällen jenseits der Bauphase auf dieser unglaublich abenteuerlichen und wunderschönen Straße habe ich im Web nichts gefunden. Vielleicht weiß jemand mehr, bitte als Kommentar hinterlassen. Aber wenn man etwas umsichtig fährt, sich nicht überschätzt, dann sollte die Durchquerung dieser einzigartigen, wunderbaren Steinstraße von Kemaliyeh durch die Felsen des Karanlik Canyon kein Problem sein. Ich empfehle sehr früh und wenn möglich in der Nebensaison da durchzufahren. Das ist einfach noch schöner. Also mich hat jedenfalls die zweifache Durchquerung der Steinstraße von Kemaliyeh und ihren unzähligen Stollentunnel sowie die Fahrt auf dem Fluss verdammt glücklich gemacht. Diesen Motorradtrip werde ich nie vergessen. Ich schwöre. Im Hotel haben wir eben noch erfahren, dass Itchy Boots hier vor ein paar Monaten auch nächtigte. Klar, das Hotel bietet sich auch an, Tankstelle um die Ecke und nur 3 Kilometer bis zur südlichen Canyon-Einfahrt. Und hier endet Teil 3 unserer Reise in und durch die wunderschöne Türkei. In Teil 4 geht es dann in das unglaubliche Kappadokien, an den Tozgöli-See, den zweitgrößten See der Türkei, der sehr salzig ist, und in die Sultan Hani Selçuk Karawanserei aus dem 13. Jahrhundert und vieles mehr. Alina Reisetante wird dann auch wieder öfters am Mikro sein. Einen für uns wichtigen Hinweis gibt sie euch aber auch schon jetzt. Einfach unter dem Video links auf Abonnieren klicken. Da wir nicht wöchentlich Videos hochladen, lohnt sich ein Abo und diese Infoglocke zu aktivieren. Ein Like, einen Kommentar hinterlassen und den neuen Hypen-Button drücken, dann werdet ihr die Größten und bringt unseren kleinen Reisekanal nach vorn. Der Monk träumt davon, mal 1000 Abonnenten zu haben. I'll be back.